Circa 11% aller Studierenden haben studienrelevante Beeinträchtigungen. Das wären an der KU 500 Studierende. Aber nur ein Bruchteil derer beantragt einen Nachteilsausgleich. Studienalltag an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Vorlesungen, Seminare, Prüfungen und Arbeiten in der Bibliothek. Einige Studierende stellt dieser Uni-Alltag vor besondere Herausforderungen. Sie leben mit Beeinträchtigungen, beispielsweise mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung. Damit sie gleichwertige Studienbedingungen wie alle anderen haben können, gibt es für sie an der KU den sogenannten Nachteilsausgleich. Ein Ausgleich, keine Bevorzugung, betont Dr. Renate Hackel de la Tour. Sie ist Beauftragte für Studierende mit Behinderung, chronischen Krankheiten und Beeinträchtigungen an der KU. Der Nachteilsausgleich bedeutet, dass die Beeinträchtigung, die ich habe, ausgeglichen werden kann durch besondere Zugänge bei Prüfungen zum Beispiel, Verlängerung von Prüfungszeiten. Ich habe also keinerlei Vorteile, wenn ich einen Nachteilsausgleich beantrage, sondern ich habe gleiche Bedingungen wie alle anderen Studierenden. Und diese gleichen Bedingungen brauche ich, weil ich eben eine chronische Erkrankung habe, weil ich beeinträchtigt bin. Und viele dieser Beeinträchtigungen, die werden auch nicht gesehen. Lediglich bei einem Drittel der Studierenden sieht man tatsächlich die Beeinträchtigung, weil sie im Rollstuhl sitzen, weil sie blind sind, sehbehindert sind. Bei allen anderen sieht man sie nicht. Wie bei diesem Studenten. Er studiert Politik und Gesellschaft und hat Dyslexie. Mein Studienalltag, würde ich mal behaupten, sieht recht ähnlich aus wie jeder andere. Nur Lesen dauert ein bisschen und halt beim Schreiben kommen einige Rechtschreibfehler schon öfters hervor. Andere Studierende sind beispielsweise psychisch erkrankt, wie diese Studentin, die mit einer bipolaren Störung lebt. Die bipolare Störung beeinträchtigt mich in depressiven Phasen, zum Beispiel durch starke Konzentrationsstörungen und Überforderung. In manischen Phasen verliere ich den Blick für das Wesentliche und Wichtige, also etwa Abgaben und die Organisation des Studiums. Auch chronische körperliche Erkrankungen können das Studium beeinträchtigen. Ich habe regelmäßig akute Infekte, in denen es mir nicht möglich ist, an Veranstaltungen teilzunehmen. Außerdem habe ich häufig starke Kopfschmerzen und somit verringerte Leistungsfähigkeit. Diese und viele weitere Beeinträchtigungen können für Studierende eine große Belastung im Alltag sein. Trotzdem nimmt nur ein Bruchteil der Betroffenen den Nachteilsausgleich der KU in Anspruch. Einen Grund dafür nennt dieser Student. Ja, ich hatte Bedenken, den Antrag zu stellen. Es ist mir einfach unangenehm, die Extrawurst zu sein. Solche Vorbehalte hört KU-Studentin Nina Meyer häufig. Sie ist die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Studentischen Konvents an der Uni. Großes Thema ist natürlich dieses, bin ich denn überhaupt krank oder behindert genug? Und wenn man sich die Gedanken über einen Nachteilsausgleich macht, dann ist man in der Regel krank und behindert genug. Also das ist nicht nur der Fall, wenn man im Rollstuhl sitzt oder wenn man blind ist, sondern eben auch, wenn man einfach zum Beispiel eine Darmerkrankung hat oder eine psychische Erkrankung. Studierende mit Beeinträchtigung haben auch Angst, sich zu offenbaren. Sie fürchten negative Folgen. Viele Studierende haben Sorge, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie stigmatisiert werden mit dieser chronischen Erkrankung. Viele denken auch, ich schaffe das einfach auch so. Ich bin nicht anders als andere Studierenden, sind sie natürlich auch nicht. Trotzdem können beeinträchtigte Studierende im Verlauf ihres Studiums an einen Punkt kommen, an dem sie auf den Nachteilsausgleich angewiesen sind. Deshalb rät die Beauftragte Renate Hackel de la Tour Betroffenen dringend, den Nachteilsausgleich rechtzeitig, schon zu Beginn des Studiums zu beantragen, zur Sicherheit. In dem Moment, wo Sie feststellen, jetzt komme ich doch mit der Zeit nicht zurecht und die Prüfung ist erst in einer Woche, dann ist es mit der Beantragungsfrist einfach zu kurz. Wenn man es einmal erledigt hat, wenn man einmal das beantragt hat, dann hat man diesen Zettel und dann hat man diese Möglichkeit, man muss sie ja nicht einsetzen. Wenn man zum Beispiel sich aktuell gut fühlt, dann muss man das auch gar nicht vorlegen. Das heißt, man nimmt diesen Nachteilsausgleich nicht in Anspruch. Wenn man dann aber merkt, mir geht es gerade doch nicht so gut, man hat zum Beispiel einen Krankheitsschub oder eine Verschlechterung und braucht es dann wieder, dann hat man einfach die Möglichkeit, dieses Dokument dem Dozierenden vorzulegen und dann ist es auch gar kein Problem. Die Anträge der Studierenden bleiben vertraulich. Auch einen Vermerk im Bachelor- oder Masterzeugnis zum Nachteilsausgleich gibt es nicht.
Selbstverständlich ist alles, was Studierende mir erzählen, was die Studierenden der Prüfungsausschussvorsitzenden berichten, läuft unter dem Datenschutz. Wir erzählen niemandem von den Problemen, die ein einzelner Studierender hat. Also da kann sich jeder sicher sein. Wer einen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Renate Hackel de la Tour beraten lassen. Möchte man den Ausgleich beantragen, unterstützt die Beraterin bei den nächsten Schritten. Was ich Ihnen dann sage, ist, dass Sie sich an Ihren Arzt wenden, Fachärztin wenden sollen und sich von dort, das ist das ganz Wesentliche, ein Attest besorgen. Und innerhalb dieses Attestes sollte unbedingt auch schon festgehalten werden, welche Art des Nachteilsausgleiches für Ihre Beeinträchtigung, für Ihre chronische Erkrankung eine sinnvolle ist, um eben diesen Nachteil auszugleichen. Das muss in diesem Attest schon stehen, denn wir, das heißt weder ich noch dann der Prüfungsausschussvorsitzende kann hier ein Urteil darüber sprechen, wie Ihre Beeinträchtigung Sie in Ihrem alltäglichen Leben bzw. jetzt in dieser Prüfungssituation beeinträchtigt. Dann legen die Verantwortlichen einen individuell passenden Ausgleich fest, der bei Bedarf in Anspruch genommen werden kann, wie bei diesem Studenten mit Dyslexie. Also ich habe einen Nachteilsausgleich bei den Prüfungen. Das soll heißen, dann kriege ich einerseits einen Laptop zur Verfügung, ich bekomme 30% länger Zeit zum Schreiben und ich habe noch das Recht, letztendlich nach Operatoren zu fragen. Wenn die Frage für mich jetzt unverständlich ist, dann darf ich nachfragen. Der Student empfiehlt Betroffenen, ihren Anspruch geltend zu machen, wie Beraterin Renate Hackel de la Tour. Wer weitere Informationen haben möchte, der findet die hier auf ku.de. Wenn ihr eure Fragen und Themen erstmal mit anderen Studierenden klären wollt, dann dürft ihr gerne mit uns als Gleichstellungsreferat in Kontakt treten. Ihr könnt uns entweder eine E-Mail schreiben an konvent-gleichstellungsreferat@ku.de oder ihr kontaktiert uns auf Instagram. Da heißen wir Gleichstellungsreferat_KU.